Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Fragenfreitag. Heutiges Thema: Sein, Tun, Haben. Und wie komme ich aus dieser klassischen Wenn-Dann-Schleife raus? Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Yes! Und wir starten auch direkt rein. Nämlich möchte ich mich erstmal wieder ganz herzlich bei dir bedanken für deine Fragen, für deine Teilnahme hier am Fragenfreitag, dass du die Videos so feierst, dass du die Videos supportest, abonnierst, hier kommentierst, hier likest, hier am Start bist, mir persönliche Nachrichten bei Instagram schreibst und einfach diesen persönlichen Austausch zwischen uns beiden immer weiter förderst, dass wir zusammen wachsen können, dass du mir Feedback gibst. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier bist. Und wir starten direkt rein der heutigen Folge Fragenfreitag. Frage Nummer 1. Wie schaffe ich es, glücklich zu sein, wenn es gerade schwerfällt? Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr wichtige Frage und vielen, vielen Dank, dass du den Mut hast, diese Frage zu stellen. Und ich möchte dich auch hier gerne nochmal dazu inspirieren, dass du deine Frage herzlich gerne in den Kommentaren oder bei Instagram in dem Fragesticker stellen darfst. Die wird wie immer anonym beantwortet, das heißt, ich blende dir hier die Frage ein, allerdings ohne den Namen. Ich nutze diese Frage, um vielleicht auch jemand anderem noch einen Impuls mitzugeben, weil Fragen wie diese zum Beispiel helfen mit Sicherheit ganz vielen anderen Personen auch bei ihren persönlichen Herausforderungen. Wie kann ich glücklich sein, auch wenn es gerade schwerfällt? Und da möchte ich direkt mal diese Illusion irgendwie nehmen, dass du immer glücklich sein musst. Ja, das wird ja immer so präsentiert, so du musst jederzeit und immer irgendwie happy sein, immer mit einem Strahlen im Gesicht durch die Gegend laufen. Klar, es ist schön, wenn es so ist, aber es muss ja nicht immer irgendwie dieser klassische Zustand sein und das ist auch überhaupt nicht normal so. Ja, es ist ganz normal, dass du auch einfach mal ein bisschen ruhiger bist, dass du auch einfach mal nicht so die Mega-Energie am Start hast. Das ist komplett normal. Es wäre eher nicht so ganz normal, wenn du die ganze Zeit durchgängig 100%, 24 Stunden, 7 Tage mit so einem eingemeißelten Grinsen in der durch den Tag laufen würdest. Entschuldige bitte den Ausdruck. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist ganz normal, dass Phasen dabei sind, wo du einfach nicht mega gut gelaunt bist, wo du nicht immer 100% glücklich bist. Diese Balance, diese Schwingung, die einfach entscheidend ist, dass du da für dich persönlich eine Mitte findest, dass du deine Balance findest. Und das ist nicht bei jedem und jeder gleich. Und das ist genau der Punkt. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass du nicht einfach irgendjemanden raussuchen kannst, wo du jetzt denkst, okay, die Person sieht aber richtig glücklich aus. So, was macht die Person denn? Vielleicht mache ich einfach genau das Gleiche, dann bin ich auch glücklich. Nee, so funktioniert das nicht. Vielleicht hast du die Erfahrung gerade schon gemacht, dass das nicht funktioniert. Du findest für dich etwas, wo du selber Freude dran hast, wo du glücklich bist. Ich verlinke dir hier gerne mal das Video von letzter oder vorletzter Woche von dem Fragenfreitag, wie du deine Berufung findest, was dir Spaß macht. Schau dir das sehr, sehr gerne mal zu dem Thema passend an. Das bewegt sich immer mal runter, dann wieder rauf und da für dich eine passende Balance zu finden, genau das ist die Kunst und das ist deine Balance. Deswegen kannst nur du selbst die auch finden. Du kannst dir natürlich Inspiration suchen, du kannst dir Unterstützung aus dem Außen holen, aber vor allem geht es um dich und ich möchte dir gerne in Kombination mit der zweiten Frage, auf die ich jetzt gleich eingehe, noch 1, 2 Impulse zusätzlich mitgeben, aber das lässt sich ganz gut kombinieren heute, deswegen möchte ich gerne einmal auf die zweite Frage eingehen und dann fließen wir quasi mit deinem Thema auch noch zusammen, okay? Sehr schön. Frage Nummer 2. Hänge in der Wenn-Dann-Schleife fest. Wie komme ich raus? Sehr, sehr gute Frage. Ich möchte das einfach mal mit einem kleinen Beispiel erläutern, denn da kommen wir zu unserem Thema Sein, Tun, Haben. Ja, dieser Klassiker. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich Sport, dann lese ich mehr, dann treffe ich mich mehr mit Freundinnen oder Freunden. Das ist so dieses Wenn, dann. Das heißt, du hast zuerst was, dann kannst du etwas tun und dann kannst du glücklich sein in diesem Fall. Aber der Schlüssel ist hier, und das ist auch die super Kombination mit der ersten Frage, es ist genau umgekehrt. Du bist zuerst glücklich, dann tust du Dinge aus dieser Energie heraus des Glücklichseins, aus dieser Energie der Freude heraus. Und dann wirst du feststellen, dass du auf einmal die Dinge hast, die du die ganze Zeit haben wolltest. Und was hier ganz wichtig zu verstehen ist, dass Glück ein Geisteszustand ist. Dein persönliches Glück wird sich multiplizieren, wenn du es mit anderen teilst. Aber um das mit anderen teilen zu können, musst du dir vor allem erstmal selbst erlauben, dieses Glück überhaupt zu fühlen, das überhaupt erstmal in dir zu spüren. Du musst dir zuerst erlauben, dieses Glück, diese Energie, diese Liebe erstmal in dir zu fühlen, dir selbst diese Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann kannst du es mit anderen teilen, weil sonst bist du gar nicht offen dafür. Wenn du es dir selbst nicht schenkst,
dir selbst das nicht gibst, was du von anderen eigentlich haben möchtest, dann bist du überhaupt nicht offen dafür, das von anderen erstmal zu empfangen. Dann kannst du das überhaupt gar nicht annehmen oder gar nicht wahrnehmen von anderen. Dieser Kreislauf, geben und nehmen, das fängt immer bei dir an. Deswegen musst du es erst dir selbst geben und dann kannst du es auch mit anderen teilen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage und das ist auch genau dieser Loop, der sich jetzt so schließt mit der ersten Frage. Was ist, wenn ich gerade einfach nicht glücklich sein kann? Ja, Niklas, du erzählst dir so spektakulär so sein, tun, haben, sei einfach glücklich, dann kannst du es auch tun und bla bla bla. Ja, was ist denn, wenn ich es einfach nicht sein kann? Wenn ich gerade nicht glücklich sein kann? Was ich dir da gerne mitgeben möchte, wozu ich dich einladen möchte, handle so, als wärst du es bereits, denn dann bist du es auch. Und das hört sich jetzt im ersten Moment erstmal komisch an. Ich weiß, den Tipp, den habe ich vor ein paar Jahren selber mal gelesen und habe es für mich einfach mal ausprobiert und es hat funktioniert oder es funktioniert auch immer wieder. Wenn du etwas wirklich willst, wenn du daran glaubst, dass das gut für dich ist, dass das richtig für dich ist, dass du glücklich bist, wenn du dich so verhältst, dann sei es einfach. Sei genau das, was du gerne möchtest und handel auch dementsprechend. Denn dann bist du's. Behalt das mal im Kopf, wenn du etwas wirklich willst, dann verhalte dich so, als wärst du es bereits. Denn dann bist du es auch. Und ich möchte überhaupt nicht, dass du mir das einfach so glaubst, sondern ich möchte, dass du das für dich selber überprüfst, dass du das selber ausprobierst, dass du selbst die Erfahrung machst und das dann für dich selbst bestätigen kannst. Darum geht's hier gerade. Und was meine ich jetzt in der Praxis ganz konkret damit? Ich gebe dir gerne ein Beispiel, was du heute oder in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen sehr, sehr gerne mal für dich testen kannst. Du möchtest glücklich sein. Dann gibst du das jemand anderem, dann hilfst du jemand anderem dabei, glücklich zu sein. Und jetzt kommt das Spannende. Die Dinge, die du weggibst, die du jemand anderem schenkst, die kommen ganz automatisch zu dir zurück. Die ziehst du quasi magisch an, wenn du für diese Energie offen bist. Wenn du dafür offen bist, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist genau das, was ich gerade am Anfang noch gesagt habe. Es fängt zuerst bei dir an. Du gibst dir dieses Glück, teilst das mit anderen und bekommst das dann zurück. Und warum ist das so? Es wird immer spannender. Warum ist das so? Indem du jemand anderem das Glück gibst oder indem du jemand anderem dabei hilfst, glücklich zu sein, glücklich zu werden, machst du selbst die Erfahrung, dass du es bereits hast. Denn du kannst ja nichts mit anderen teilen, was du selbst nicht hast, oder? Du bist in diesem Fall genau das, was du gerne mit anderen teilen möchtest. In diesem Fall glücklich. Du bist glücklich, hast das in dir, diese Freude, und kannst sie deshalb mit anderen teilen. Und dann bist du genau das, was du sein möchtest. Und mit diesem neuen Gedanken, mit diesem Denkanstoß, mit diesem Impuls, fängst du an, dir selber immer mehr zu vertrauen und dann auch genauso zu handeln. Was immer du bist, das erschaffst du, das manifestiert sich im Außen, das multipliziert sich. Ja, das Glück, was du bist, das teilst du mit anderen und das multipliziert sich immer nur noch mehr, wenn du es mit anderen teilst. Was du gibst, ist immer das, was du auch zurückkriegst. Und dann möchte ich gerne noch einmal kurz auf den Punkt der Wenn-Dann-Schleife zu sprechen kommen. Wenn das und das ist, dann bin ich glücklich. Das ist immer irgendwie dieser Punkt des Ankommens. Wenn das passiert ist, dann bin ich glücklich. So, dann kann ich zufrieden sein, dann kann ich irgendwo ankommen. Und ich habe dir ja gerade auch schon erklärt, wie du das schaffst, dass das jetzt schon der Fall ist. Dass du das jetzt empfinden kannst und dann mit dieser Energie handeln kannst. Dieses Wenn-Dann, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo willst du denn ankommen? Wo willst du denn hin? Das ist so dieser klassische Irrglaube, dass du immer das Gefühl hast, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich happy, dann habe ich das und das geschafft. Vielleicht hast du das selber schon mal wahrgenommen und lass mich das sehr, sehr gerne mal wissen, wenn du diese Wenn-Dann-Sätze aus deinen eigenen Gedanken kennst. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare oder irgendein Beispiel, das du persönlich mal erfahren hast. Jedes Mal, wenn wir uns da irgendwie so denken, okay, wenn ich jetzt meinen Abschluss geschafft habe, wenn ich das und das Fitnessziel geschafft habe, wenn ich so und so viel Kilo abgenommen habe, wenn ich so und so viel Kilo zugenommen habe, wenn ich das Gewicht drücken kann, wenn ich die Strecke gelaufen bin, egal was, dann bin ich glücklich. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dann bist du nicht glücklich, sondern dann kommt direkt wieder das nächste Ziel. Und das nächste, das nächste, das nächste. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass du dir keine Ziele setzen sollst, sondern dass du im jetzigen Moment schon glücklich und zufrieden sein kannst, ohne immer diesen Drang, dieses innere Getriebensein zu haben, irgendwo ankommen zu müssen, damit du dann glücklich sein kannst. Du kannst jetzt schon glücklich sein und dann aus dieser Energie heraus handeln. Und dann schau mal, was passiert. Denn das, was du dann machst, das bekommt viel mehr Qualität und du kannst dich viel mehr daran erfreuen, als wenn du immer nur irgendwas machst, um irgendwo anzukommen. Weil wo willst du ankommen?
Du kommst da nicht an, wenn du genau nach diesem Wenn-Dann-Denken handelst. Du kannst nirgendwo ankommen. Du kannst immer nur hier und jetzt glücklich sein. Und das dann in dir selbst spüren und nach außen tragen mit anderen teilen. Denn dann multipliziert sich das immer nur noch mehr. Und genau darum geht's. Und das ist der heutige Gedanke für dich, das ist der heutige Fragenfreitag. Wenn dir die Impulse gefallen haben, wenn dir die Denkanstöße gefallen haben, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns hier gegenseitig supporten können, dass du mir einen Daumen nach oben raushaust. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr, sehr gerne. Aktiviere auch gerne die Glocke, dann bist du hier wöchentlich immer direkt am Start. Lass mir einen Kommentar da, teile mir deine Gedanken in den Kommentaren, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns mit frischer Energie, mit neuen Impulsen nächste Woche, allerspätestens am Freitag um 11:11 Uhr wieder zu einer neuen Folge Fragenfreitag. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Warum weiß ich das? Weil du jetzt hier immer noch am Start bist. Deswegen wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ganz viel Energie für dich. Dein Niklas.